gestern noch geschraubt und einen Tag später ist man aus dem Hafen raus. Unser erster Ankerplatz in dieser Saison. Auf einem der Dieselzuleitungen hat Diesel rausgetropft. Leute, die Sonne ist gerade untergegangen. Ist schwer zu beschreiben. Ich habe die letzten Wochen, ich glaube 6 Wochen oder so, habe ich jetzt intensiv am Boot geschraubt, habe verschiedenste Projekte fertiggestellt, die teilweise auch echt schwierig waren. Gestern noch geschraubt und einen Tag später ist man aus dem Hafen raus, ist wieder auf dem offenen Meer, fährt in die Nacht rein und sieht so einen Sonnenuntergang. Dann ist das nicht nur eine andere Welt, sondern man weiß auf einmal wieder, wofür man das alles macht. Freust du dich wieder unterwegs zu sein? Ja, ja, schon. Ja. Wie ist es für dich, in die Nacht zu fahren? Manche Leute sagen ja, warum überhaupt in die Nacht fahren? Ich anker lieber. Nee, also ich fahre gerne in der Nacht. Das ist entspannt. Also ich habe damit gar keine Sorgen. Wenn es nicht gerade blödes Wetter ist. Also blödes Wetter mag ich nicht so gerne. Also da, als wir von Griechenland zurück nach Sizilien gefahren sind und das Gewitter um uns herum hatten, das fand ich nicht ganz so witzig. Aber wenn das entspannt ist, nichts los. Ich höre mein Hörbuch, ich gucke meine Serie oder was auch immer ich mir runtergeladen habe. Auch schlafen, essen, was man so macht halt. Ich finde das total entspannt. Ich fahre lieber nachts, wenn es sowieso dunkel ist, und habe dann tagsüber einen schönen Platz. Da habe ich 1000 Bilder im Kopf, wie wir durch die Nacht gefahren sind, morgens Anker geworfen haben und ich dann erstmal ins Wasser gesprungen bin und getaucht bin. Ja, das ist schön sowas. Es war eine ruhige Nacht, kaum Welle, ein wunderschöner Sternenhimmel. Von Achtern hatten wir den Mond mit einer langen Mondstraße auf dem Wasser. Das war wunderschön und ja, ständig ein bisschen Licht von der Küste. Verkehr war total wenig, also die großen Schifffahrtswege, die gingen parallel Steuerbord, also hinter mir, so 5 bis 10 Meilen entfernt durch. Keine Freizeitboote, keine Fischer unterwegs gewesen, total ruhig. Und ja, Marina di Ragusa liegt jetzt 8 aus von uns. Das war eigentlich unser Nachtziel für heute gewesen. Aber jetzt setzt die Dämmerung schon ein. Ich denke, wir fahren jetzt weiter. Wir fahren bis zur Südostspitze von Sizilien. Dort ist eine kleine vorgelagerte Insel, da kann man schön ankern. Ich denke, wir werden so am späten Vormittag da ankommen und dann da den Tag verbringen. Heute Nacht gab es noch einen kleinen technischen Ja. Ich musste technisch noch mal kurz was machen. Um 1 Uhr habe ich Dieselgeruch festgestellt. Bin kurz in den Motorraum gegangen und auf einem der Dieselzuleitungen hat Diesel rausgetropft. Das habe ich dann gefixt. Ich habe es leicht nachgezogen und das ist so gut wie dicht. Alle paar Minuten bildet sich da ein Tropfen. Also das ist okay, da kann man erstmal mit weiterfahren. Hier sieht man schon ein bisschen Diesel und Christoph fixt das gerade. Aber so viel schon jetzt, das ist nicht das Ende der Geschichte. Und unsere Nachtwache hat auch wieder gut funktioniert. Ich habe mich irgendwann um
8 hingelegt und habe um 1 Uhr von Marion übernommen. Die hat bis dahin Wache gemacht. Jetzt ist es 5 Uhr, Dämmerungsbeginn und Marion schläft. Ungewohnt die kurze Schlafzeit wieder. Christoph hat sich jetzt hingelegt und ich habe jetzt übernommen, es ist kalt, einfach null Wind und auch keiner zu erwarten heute. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, durchzufahren und haben uns angeblich schönen Ackerplatz rausgesucht, wo wir auch heute nochmal einen schönen Tag verbringen können. Und morgen schauen wir uns das Wetter an, wie es ist und wie wir weiterfahren können. Wann es passt, durch die Straße von Messina durchzufahren, das ist ja unser Ziel. Da kann man ja nicht immer durchfahren, du brauchst eine richtige Strömung und einen richtigen Wind und wir fahren in die schwierigere Richtung durch. Es ist ein bisschen schade, dass wir jetzt doch so viele Motoren, aber das war ja, also wir haben ja damit gerechnet, dass wir die komplette Strecke fahren müssen. Insofern ist es jetzt jammert auf recht hohem Niveau. Ist schön, oder? Ich bin gerade aufgewacht und Marion hat die Segel gesetzt und wir segeln. Es ist schön, so schön. Ich weiß, ich habe das irgendwie schon mal gesagt, aber das ist irgendwie komplett neues Leben, mal nicht im Motorraum zu sein und nicht im Hafen. Das ist echt. Wir haben kürzlich mit einem Freund gesprochen, der stattet gerade sein Segelboot aus, um loszufahren. Und der hat auch erzählt, das stimmt, die Höhen sind höher und die Tiefen sind tiefer. Das ist schon extremer, das Leben. Es fühlt sich gut an. Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir jetzt heute noch mal segeln können, ne? Nee, gar nicht. Also war angesagt durchgehend Flaute. Ich habe vorhin irgendwann in Windy geschaut und habe gedacht, ach, da könnte vielleicht doch noch was kommen. Es war nicht ganz die richtige Richtung, aber könnte noch mal was kommen. Und ich habe schon seit einer Stunde sehe ich schon den Streifen hier, den dunklen Streifen auf dem Wasser und denke so, oi, oi, oi. Da kommt Wind. Das könnte reichen. Und dann ist es immer mehr geworden. Und dann dachte ich, jetzt wächst du den mal auf. Natürlich will der segeln, der will immer segeln. Während er versucht hat, wach zu werden, habe ich die Segel schnell schon mal rausgeholt, dass wir direkt loslegen können. Und jetzt können wir tatsächlich noch ein bisschen segeln. Träumchen. Ja. Ja. Ob es bis dahin reicht, wo wir hinwollen, glaube ich jetzt fast nicht. Aber wir haben jetzt ein bisschen Wind nochmal.
Wir stecken echt viel Zeit und Energie in jedes Video. Immer irgendwo unterwegs, auf engstem Raum. Wenn du magst, was wir machen und ein bisschen mehr Einblick willst, bei Patreon gibt es Videos vorab, ganz ohne Werbung, Bonusmaterial und auf manchen Stufen auch persönliche Updates oder ein Call mit uns. Schau gerne mal vorbei, den Link findest du unten in der Beschreibung oder oben im Video. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Und danke an alle, die schon mit an Bord sind, das bedeutet uns wirklich viel. Christoph hat gerade ein Logbuch geschrieben. Macht er nämlich noch. Ja, Das ist, ich bin der Letzte. ja, wir reden da mal in 4 Wochen nochmal drüber. Und was sagt das Logbuch? Das Logbuch sagt, dass wir keinen Wind mehr haben, seit einer halben Stunde unter Maschine laufen. Ich habe gerade noch mal den Antrieb gemessen, den ich ja neu eingestellt habe, und das war so ein bisschen Fummelarbeit, wo man viel kaputt machen kann. Deswegen messe ich da die Temperatur. Die Temperatur ist gut, keine Geräusche, läuft alles fein. Das ist gut, aber ja, also Wind ist halt jetzt weg. Wir haben auch heute Morgen zeitweise recht guten Wind gehabt, aber dann oft wieder ganz wenig. Sind trotzdem ganz tapfer weitergeschlichen mit 1,5 bis 2 Knoten, und dann war er irgendwann ganz weg. Wir sind jetzt Ja. 57 Meilen weiter. Wir sind an der Südostspitze von Sizilien. So. Und wir wollten jetzt noch so ein paar Meilen Richtung Norden fahren. Da ist ein kleines Inselchen, wo man schön ankern können soll. Und da überlegen wir uns, ob wir dort Pause machen, übernachten oder ob wir vielleicht doch weiterfahren. Aber da haben wir noch keine Entscheidung getroffen. Hängt ein bisschen davon ab, ob wir nachher noch mal ein bisschen Wind bekommen werden oder nicht, weil morgen wird ja auch wieder kein Wind sein. Korrekt. So wie heute. Ja. Genau. Also es ist noch offen. Diese Nacht haben wir es ja gut geschafft, die Schlafenszeiten gut einzuteilen. Und deswegen sind wir auch beide ziemlich fit jetzt. Und jetzt haben wir noch mal ein paar Stunden so auf den Nachmittag schönes Segeln. Ab jetzt kann ich dann wieder fast Halbwind segeln, werde dann wieder alle 3 Segel setzen können. Das bringt eine ganze Menge. Im Moment sind wir so mit 3 bis 4 Knoten unterwegs. Und ja, ich kann dann eben ein bisschen höher an Wind gehen. Und wir sind jetzt ungefähr 24 Stunden unterwegs. Das ist übrigens die Bucht, in der wir ankern wollten, hier vor uns. Also wir haben jetzt beschlossen, dass wir den Wind nutzen, weil die nächsten Tage ist auch wieder schwachwindig. Wir wollen ja zu einem bestimmten Zeitpunkt die Straße queren, weil da muss man sehr auf Wind und Strömung achten. Wir steuern jetzt unseren Liegeplatz für die Nacht an, unser erster Ankerplatz in dieser Saison. Jetzt reicht's. Das war jetzt wirklich Motor an, Motor aus, Segel rein, Segel raus, weil wir unterwegs sind. Ja, irgendwie schon. Es ist nur rein, raus, hoch, runter. Ja. Und gefühlt sind wir immer nur mit 1,5 bis 2 Knoten dahin geschlichen, wenn wir nicht unter Maschine gefahren sind. Ja, wobei ich unter Maschine auch nicht viel schneller war. Christoph hat mir die Maschine so langsam eingestellt und ich dachte, ich darf nicht schneller werden. Ja, eigentlich wollen wir gar nicht Motoren, aber gut. Genau, eben. Dann darfst du nicht ins Mittelmeer, wenn das so ist, ne? Wir haben jetzt, was haben wir gerade gesagt? 80 Meilen? Ja. Also waren es um 18 Uhr, jetzt ist 19 Uhr. Jetzt haben wir ja 85 Meilen oder sowas seit gestern Nachmittag um 15 Uhr. Also es ist ungefähr ein Schnitt von 3,0 so über alles gerechnet. Also Ja. einer unserer langsamsten Schnitte überhaupt. Aber es war entspannt. Also wir haben ja jetzt auch keine Termine gerade. Nö. Also doch, wir haben einen Termin, wir müssen
die Straße von Messina zu einem passenden Zeitpunkt ansteuern, aber wir haben jetzt noch 90 Meilen bis dahin von dem Punkt hier aus und Freitag, Samstag passt das Wetter und heute ist Dienstag. Also Christoph hat es gerade ausgerechnet, 22 Stunden am Stück Motoren im Zweifelsfalle. Das sollte, glaube ich, zu schaffen sein, bis Freitag dahin zu kommen. Ein weiterer Tag im Paradies startet. Wir sind heute nicht in der Marina, sondern so sieht das aus. Schaut euch das mal an. Traum, oder? Ein Traum. Wahnsinn. Wir sind in einer kleinen Bucht in Ostsizilien. Und das da hinten ist eine kleine Flussmündung, ist alles ziemlich steinig hier. Wir haben aber einen sandigen Patch gefunden. Heute Nacht um 22 Uhr sind wir hier angekommen. Traumhaft. Ich würde gerne ein bisschen länger bleiben, aber wir haben gerade ein bisschen Windhauch, nur ein paar Stunden. Deswegen werden wir jetzt gleich Anker aufgehen. Wir wollen ja weiter Richtung Straße von Messina. Und da müssen wir eben auch ein bisschen gucken, dass wir vorankommen. Ich freue mich aber echt, hier zu sein. Das Wasser ist türkis. Ein Traum, oder? Wahnsinn. Entspannter könnte es nicht sein, oder? Nö, irgendwie nicht. Die Richtung ist nicht ganz die, wo wir hinwollen, aber... Vollkommen egal. Hauptsache gesegelt. Genau, aber mir doch egal, segeln. wo wir hinfahren. Blöd ist nur, wenn wir jetzt irgendwie 10 Meilen rausfahren, dann stirbt der Wind und wir müssen die ganzen 10 Meilen zurückmotoren. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen doof. Ich gehe mal raus. Ja, geh du mal. Nicht ohne Sonnenbrille. So sieht das aus. Und das ist das, was uns dann wieder entschädigt für das ganze Theater, den ganzen Winter durch, was wir hatten. Genau dafür machen wir das alles. Einmal für euch die Wasserfarbe. An der Tonne da kann man ganz gut sehen, dass wir hier Strömung haben. Laut Lok ungefähr einen Knoten gegen an. Das bremst uns natürlich ganz schön runter. Wir sind jetzt den ganzen Morgen da hinten bei unserer Ankerbucht unter dem hohen Berg ungefähr, so 10 Meilen entfernt etwa. Und wir sind jetzt von
8:30 bis um 2 Uhr sind wir gekreuzt. Wir werden also erst um 18 Uhr ankommen in Augusta, sind aber um 9 losgefahren. Also für eine Strecke von ungefähr 10 Meilen ist das ein ganz schön mieser Schnitt, glaube ich. Aber gut, wir sind gesegelt, das ist das Wichtigste. Wir sind jetzt auf Höhe Syrakusa, einer unserer Lieblingsstädte hier auf Sizilien. Da waren wir letzten Winter, bevor wir nach Licata zurückgefahren sind. Und wir waren hier, bevor wir nach Griechenland gefahren sind. Unsere größte Errungenschaft, die sind aus Silikon. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich immer gesträubt. Ich habe immer gesagt, so ein Blödsinn. Die sind aus Silikon, die kann man nachfüllen und bei uns ist da immer selbstgemachtes Wassereis drin aus Sirup und Zitrone. Und bei so Temperaturen wie jetzt, da ist das ein Traum. Ja, habe ich kurzerhand mitgenommen, als ich in Deutschland war, ohne Christoph davon zu erzählen, weil der hätte wieder gesagt, das braucht man nicht, den Scheiß. Ja genau, ich bin ja immer dagegen. Ja. Wir verlinken euch die unten. Ja. Trinkt ein bisschen was. Und die Vogelzwitscherer im Funkgerät sind auch wieder zurück. Wir segeln wieder. Wir sind wieder im Spiel. Maschine mag ich nicht so gerne. Das mag ich besser. Mag ich lieber.